Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute mit einem vermutlich eher kürzeren Thema, aber nichtsdestotrotz trotzdem interessanten Thema, das auch wirklich immer wieder angesprochen wird und ist jetzt ja auch wieder relevant, weil es sich jetzt demnächst ändern wird. Und zwar wird immer wieder gefragt, was es eigentlich bringt, Maximallevel zu sein und ob es sich lohnt, auf Maximallevel zu grinden oder halt einfach Maximallevel zu sein in Flive Universe. Und grundsätzlich kann man das eigentlich relativ einfach beantworten. Also es gibt natürlich schon ein paar Facetten dazu, also ein paar Argumente für und wider und so. Grundsätzlich ist es aber doch relativ einfach. Also die Hauptvorteile davon, Maximallevel zu sein, oder besser gesagt, nicht zwingend nur Maximallevel, sondern einfach ein höheres Level oder ein hohes Level zu haben. Es sind einerseits die Stat-Punkte, weil man kriegt ja für jedes Level up Stat-Punkte und der Charakter wird grundsätzlich dadurch einfach stärker, wenn er ein höheres Level hat, logischerweise. Und das andere ist halt, dass man gewissen Content freischaltet, weil es jetzt tatsächlich momentan nicht zutrifft. Glücklicherweise kann man sagen. Also man ist nicht gezwungen, Maximallevel zu machen. Also, kommt jetzt drauf an. Das ist die erste Facette sozusagen der FEC-Server. Da war man gezwungen, 160 zu erreichen für Equipment. Auf Borodeng im Normalfall ist es aktuell so, dass es nicht so ist. Also das höchste Equipment auf Borodeng kann man auf Level 150 tragen, eben nicht FEC-Equipment kann man auf Level 150 tragen. Das heißt theoretisch, wenn man jetzt nur den Anspruch hat, man will das bestmögliche Equipment ausrüsten können, muss man nur 150 erreichen. Theoretisch nicht mal 150, theoretisch sogar nur 140, wenn man noch Level Downs benutzt und so weiter. Allerdings kann man mit Level 140 zum Beispiel keine Cursed Dungeons betreten und auch kaum bis nur wenige Giants in Coral Island bekämpfen. Also da ist man dann schon vom Endgame-Content auf jeden Fall eher ausgeschlossen. Und wir reden jetzt ja eigentlich auch wirklich über das Maximallevel, also eigentlich wirklich über das höchste Level, nicht nur über ein hohes Level. Aber ja, das kann halt noch unter Umständen dazukommen, dass das Equipment halt tatsächlich fürs höchste Level eben gedacht ist und man auch wirklich das höchste Level erreichen muss, um das Equipment freizuschalten. So war es eben auf dem FEC-Server. Und das sind eigentlich fast alle Vorteile. Also man könnte jetzt natürlich noch PvP mit reinbringen. Also im PvP wiederum, weil es eigentlich mit den Stat-Vorteilen zu tun hat. Also wenn man Level 160 ist im PvP, hat man natürlich einen gewissen Vorteil. Durch auch zum Beispiel bessere Stats. Aber das ist eigentlich das gleiche Argument wie das erste schon. Und das war's eigentlich. Also das sind eigentlich schon die Vorteile, die man hat, wenn man Maximallevel hat. Man hat gegebenenfalls, wenn es so ist, was es momentan wie gesagt eher nicht ist, den Vorteil, dass man bestimmtes Equipment halt tragen kann, das eigentlich für ein höheres Level erst freigeschaltet wird auf einem höheren Level oder halt erst für ein höheres Level gedacht ist, wie beim FEC Gold Equipment vom letzten FEC-Server, und bessere Stat-Punkte. Interessanter ist allerdings, welche Nachteile hat man, weil ja, es gibt auch gewisse Nachteile vom Maximallevel. Und deswegen fand ich persönlich das tatsächlich dieses Jahr ein bisschen blöd mit dem FEC-Server, dass man tatsächlich gezwungen war, 160 zu erreichen für dieses FEC Gold Equipment, weil nicht alles unbedingt immer nur ein Vorteil ist mit einem hohen Level. Wobei das jetzt momentan sich wahrscheinlich ändern wird. Dazu komme ich gleich noch mit dem kommenden Update, was wir darüber schon wissen. Aber grundsätzlich ist es so, wenn ich jetzt zum Beispiel Level 160 bin und das Spiel ist auch darauf ausgelegt, Maximallevel ist 160, das heißt in der Regel sind fast alle Monster unter Level 160, einzig und allein ein paar Giants bzw. Violets sind höher, aber grundsätzlich endet das Spiel sozusagen mit 160, das heißt auch fast alles, was Monster angeht und so weiter, der gesamte Content, findet eigentlich effektiv vor 160 statt. Und der Nachteil, den man dadurch erfährt, ist zum Beispiel beim Giant Hunten auf Coral Island, also im Endgame, dass man eine schlechtere Droprate hat bei fast allen Giants und Violets. Also jeder Giant oder Violet, der im Level mindestens 2 Level unter einem selbst ist, bedeutet, dass man eine schlechtere Droprate hat, wie wenn man zum Beispiel Level 155, 56, 57 wäre. Also das heißt, du hast einfach eine geringere Auswahl an Giants, die du farmen kannst mit 100% Droprate. Mag sicherlich für viele nicht so wirklich relevant sein oder nicht der bahnbrechendste Grund, zum Beispiel nicht 160 zu erreichen, aber es bringt zum Beispiel halt auch nichts, wenn man downlevelt. Also wenn man sich einmal die Droprate versaut, wenn man zum Beispiel Maximallevel erreicht, dann ist die für immer versaut. Das gilt natürlich speziell nur für Giants und für Monster. Für zum Beispiel Dungeons und so geht es nicht, aber für Giants und theoretisch auch normale Monster, die halt unter Level 159 sind in dem Fall,
versaut man sich für immer die Droprate. Je weiter das Level entfernt ist, bis zu einem Maximum von 10, also ab dem 10. Level sind es immer 10% Droprate, die sozusagen übrig bleiben. Also ab 100, also wenn man 160 ist, ab 150 hat und alles niedriger als 150 hat quasi die schlechteste Droprate, die man nur haben kann. Und alles zwischen 151 und 158 variiert quasi. Und ja, das ist wie gesagt kein für viele unbedingt so schlimmer Grund, aber es ist auf jeden Fall etwas, was man erwähnen muss. Ja, dann ist es natürlich so grundsätzlich, wenn man jetzt Level 160 ist, beziehungsweise Maximallevel hat. Ich will es ja eigentlich ein bisschen allgemeiner halten, damit es auch in der Zukunft vielleicht noch zum Teil zutreffen kann, dieses Video. Ist natürlich, wenn ich jetzt eigene Charakter leveln will, stellt es natürlich auch ein bisschen ein Problem dar, weil die höchsten Monster in Flyve sind historisch bedingt eigentlich immer niedriger als das Maximallevel. Aktuell zum Beispiel sind die höchsten Monster, die man grinden kann, in der Open World natürlich nur, tatsächlich Level 159. Und vorher war das Maximallevel 140 und die höchsten Monster waren Level 139. Und warum ist das wichtig oder warum ist das vielleicht relevant? Also man kann natürlich Level Down machen, also bei XP funktioniert Level Down schon, nur bei Drops funktioniert das nicht, also gut, bei einem Level ist es relativ egal, aber grundsätzlich Level Down versaut, also korrigiert nicht mehr deine versaute Droprate, aber es kann tatsächlich wieder dafür sorgen, dass du eine bessere XP-Rate hast. Also beziehungsweise wieder Leute leveln kannst, die du normalerweise nicht leveln könntest, wenn du nicht Level Down machen würdest. Und der Nachteil ist halt einfach, dass wenn du einen Level über den Monstern bist, hast du tatsächlich schon eine verringerte XP-Rate. Und diese verringerte XP-Rate wirkt sich natürlich auch auf die XP deiner Leecher aus. Und das ist halt, naja, wie gesagt, auch kein bahnbrechender Grund, aber es ist auch etwas, worüber man theoretisch nachdenken muss. Und die meisten Leute haben wahrscheinlich auch keine unbedingt Lust, immer zu downleveln, beziehungsweise XP-Log reinzumachen und dann immer wieder auf 159 zurückzugehen oder halt auf das Level vor Maximallevel. Also kann hier auch für manche vielleicht relevant sein. Und natürlich ist es auch so, wenn man sich jetzt neue Charakter hochzieht, wenn dein Charakter halt schon 160 ist, dann kannst du halt deine eigenen Charakter auch erst ab 141 dann theoretisch leveln und quasi von einem High-Level-Charakter kaum Gebrauch machen, weil er halt viel zu hoch ist. Also auch in dem Fall, wenn du dich selber Level-servicen wollen würdest sozusagen, naja, geht halt dann erst auf 141 und das ist natürlich recht spät. Also das wäre halt auch so ein theoretischer kleiner Nachteil, wobei das jetzt wahrscheinlich auch kein wirklicher Grund ist für viele, da nicht Maximallevel machen zu wollen. Und das bringt uns zum letzten Punkt, das kommende Update. Da gibt es eine Levelerweiterung auf 165. Die wird dafür sorgen, dass es mit den Giants, was ich angesprochen habe, also außer die Level in der Open World werden erhöht. Das kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass sie das machen. Das weiß man aber noch nicht. Also ich denke persönlich eigentlich nicht. Also ich kann es mir vorstellen. Ich denke aber eher nicht, weil es wird ja ein Open World Dungeon hinzugefügt. Und der Open World Dungeon wiederum wird halt zum Beispiel die Kraken als höchste Monster wahrscheinlich ablösen. Und der Unterschied zu dem Open World Dungeon zu Instanz Dungeons ist halt, die Monster haben halt tatsächlich ein Level. Und das heißt, die höchsten Monster in diesem Nicht-Instanz-Dungeon, diesem Open-World-Dungeon, werden dann vermutlich einfach Level 164 sein. Und dadurch wird Coral Island sozusagen einfach ganz normal um 5 Level erweitert, eben richtig Open-World-mäßig. Und genau. Und das mit den Giants ist dann tatsächlich auch kein so großes Problem mehr, weil, ist auch nicht bestätigt, aber meine Vermutung ist, dass der neue Dungeon-Boss in diesem neuen Dungeon, in diesem Open-World-Dungeon, sowieso wahrscheinlich Herneswaffen droppen wird. Alles andere wäre irgendwie komisch, wenn er es nicht tun wird. Und sich damit, weil bei Bossmonstern, habe ich ja vorhin schon gesagt, ist das ja nicht so mit der Droprate. Also erstens wird der Boss wahrscheinlich sowieso 165 sein und zweitens, selbst wenn er 160 ist es so, dass du bei Bossen immer 100% Droprate hast, egal welches Level du bist. Genau. Und das ist halt der Unterschied quasi. Und ja, das waren so ein paar Aspekte zum Thema Maximallevel zusammengefasst. Also das waren jetzt zumindest die Sachen, die mir so eingefallen sind. Vielleicht gibt es noch irgendwas, was ich vergessen habe. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Aber es ist wie gesagt ein Thema, was immer mal wieder angesprochen wird, weil viele, also ich level ja zum Beispiel sehr viel meine Charakter hoch und habe sehr viele Charakter, die kurz vorm Maximallevel stehen, die sehr hoch sind. Und da kommt dann immer wieder die Frage auf, ja, was bringt das eigentlich? Und ja, es gibt eigentlich wenige Vorteile und eigentlich auch wenige Nachteile. Also es gibt so ein paar Sachen, die man einfach bedenken muss. Das Wichtigste momentan, der wichtigste Nachteil ist halt das mit der Droprate bei den Giants, was natürlich irrelevant ist, wenn du keine Giants farmst, dann kann dir das egal sein. Das ist eigentlich mal der größte Nachteil mit der Droprate. Und der größte Vorteil ist das mit den Stat-Punkten. Also es ist beides nicht weltverändernd, nicht so ultra relevant, nicht so ultra wichtig für viele. Aber wie gesagt, vielleicht hat der eine oder andere noch nie wirklich drüber nachgedacht.
und hat damit ein paar Denkanstöße bekommen. Das war's auch schon mit dem Video. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Schaut auf jeden Fall auch im Livestream vorbei. Twitch-Link in der Videobeschreibung für tägliche Livestreams live auf Twitch. Bis dahin, macht's gut rein und ciao, ciao.